Der Grund, warum ich so eine enge Beziehung zur Natur habe, ist wahrscheinlich, dass mich mein Großvater an der Hand genommen hat. Und er ist damals, wie ich als kleines Kind an seiner Hand durch die Wiesen und Wälder meiner Heimat gegangen bin, hat er mir immer gesagt, horch auf die Stimme der Tiere und horch auf die Stimme des Waldes und des Wassers. Mir ist es wirklich wichtig, dieses alte Wissen und vor allem auch diese Landschaft zu bewahren, weil es unser Lebensraum ist, in dem wir leben, zusammen mit unseren Haustieren, zusammen mit Wildtieren. Ein Archehof ist eine Zuchtstätte oder Repräsentationsstätte von alter Rassen, die vom Aussterben bedroht sind, die zum Teil auf der roten Liste stehen. Ein Archehof ist aber auch eine Stätte, wo ein Bildungsauftrag dahinter steckt. Man muss sein Lebensumfeld bewahren, damit ein Leben weitergeht. Und das vergisst man oft in dieser Zeit, wo alles schnelllebig ist und wo man in viel zu kurzen Abständen denkt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass auch die Generationen sich treffen. Dass alt und jung sich von ihrem Leben, das so anders ist, erzählen. Und dass sie wieder mit Achtsamkeit und Wertschätzung einfach diesem Lebensraum, in dem sie leben, entgegentreten. Dass sie wieder anfangen, Samen in die Erde zu legen. Samen auch in Form von Gedanken, Samen in Form von Liebe und Wertschätzung und Achtung vor der ihr umgebenden Umwelt. Und wir sind hier nicht nur Erhalter von alten Haustierrassen, sondern auch irgendwie Erhalter von so einem Kulturgut. Und der Hubert hat die Gabe, einfach aus allem, was er vorfindet, noch irgendwas zu machen. Über tausende Jahre haben die Menschen mit den Händen gearbeitet und am Ende des Tages gesehen, was sie geschaffen haben. Und das ist auch heute noch ein Urbedürfnis des Menschen, einfach was zu schaffen, in den Händen zu halten, das Material zu fühlen, zu sehen, wie sich ein Kuchen in einen Knopf verwandelt, innerhalb von einer Stunde oder 2 Stunden. Und diese Verwandlung von einem Rohmaterial in ein Gebrauchsgegenstand oder in ein Schmuckstück, das ist einfach eine tiefe Befriedigung eines Menschen, wenn er sowas schafft. Das ist einfach Bewahren und ein Respekt vor den Ressourcen, die uns die Natur schenkt. Also ich sitze hier in der öffentlichen Bücherei von Heiligenblut und es ist wie vieles bei uns am Hof einfach mehr Nutzen. Es ist Seminarraum, es ist Bücherei, es ist Begegnungsort. Während meines Studiums in Tübingen habe ich von Konrad Lorenz eben diese ganzen Bücher gelesen und da gab es ein Tagebuch einer Gänsemutter. Und das war immer so in meinem Regal gestanden und habe mir gedacht, irgendwann will ich auch Gänschen haben, die mir hinterherlaufen, mir folgen auf Schritt und Tritt. Und ich würde mir schon wünschen, dass es wieder Höfe gibt, so wie unserer, wo Tiere frei rumlaufen dürfen, dass man einfach den Raum wieder den Tieren gibt und den Menschen gibt und der Natur gibt, so zu sein, wie sie sein will. Und ich wünsche mir freie Bauern, wirklich freie Bauern, das wünsche ich mir.